Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Real Madrid gewinnt hochverdient im Spitzenspiel gegen Villarreal mit 3:1. Real Madrid klettert mit diesem Sieg zumindest vorübergehend wieder auf den ersten Tabellenplatz in La Liga. Und vor der zweiten Länderspielpause, wenn man sich die Ergebnisse von Real Madrid bisher anschaut, muss man sagen, in der Liga 8 Spiele, 7 Siege, 1 Niederlage. In der Champions League 2 Spiele, 2 Siege. Also, tutto completo hat Real Madrid von 10 Spielen unter Xabi Alonso in dieser Saison 9 Siege und nur 1 Niederlage. Also ein toller Saisonstart für Real Madrid, auch wenn diese eine Niederlage sehr, sehr wehtat. Diese Niederlage darf man nicht vergessen, das hat ein Xabi Alonso auch nicht getan, das hat man gestern in der Aufstellung gesehen, dazu kommen wir aber später. Ja, deshalb war der Sieg gestern auch umso wichtiger. Dieser Sieg war Balsam auf der Seele eines jeden Madridistas. Und was auch Balsam auf der Seele war, war die Leistung von Vini Junior. Das ist der Vini Junior, den wir seit über einem Jahr vermisst haben. Dieser Vini Junior, der von der ersten bis zur 90. Minute nicht aufhört zu ackern. Es immer und immer wieder probiert. Nach hinten hilft, nach vorne hilft. Keine einzige Diskussion mit dem Schiedsrichter, mit dem Gegner. Der Brasilianer hat sich auf seinen Job konzentriert. Und wie? Gestern wurden seine Mühen belohnt. 2 Tore für Vini Junior, 2 Elfmeter, die er rausgeholt hat, auch wenn nur einer gepfiffen wurde, ich kann es mir nicht erklären. Dann holt er noch eine rote Karte heraus, die sein Gegenspieler schon weit vorher bekommen hätte müssen. Also mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz, Vini Junior. Diesen Sieg haben wir geholt, weil Vini Junior es so wollte. Na, endlich. Es wurde auch mal wieder Zeit, dass Real Madrid endlich gegen einen Top-Gegner gewinnt. Und wenn ich am Mittwoch in meinem Video noch gesagt habe, dass der Sieg gegen Kairat Almaty immer unter dem Deckmantel betrachtet werden muss, dass Kairat Almaty eine Zweitligamannschaft im besten Fall ist, muss man die gleichen Kriterien aber auch für das Spiel von gestern Abend anwenden. Villarreal ist ein absoluter Top-Gegner. Eine sehr gut bearbeitete Champions-League-Mannschaft, die in einer sehr guten Verfassung in Santiago Bernabéu kamen. Und das hebt meiner Meinung nach den Sieg von Real Madrid nochmal auf ein höheres Level. Denn Real Madrid hat das Spiel von A bis Z dominiert. Natürlich Villarreal, eine Mannschaft mit solcher Qualität, mit so einem guten defensiven Block und so schnellen, konterstarken Stürmern. Natürlich haben sie auch die ein oder andere Chance kreiert. Thibaut Courtois, danke nochmal für die unglaubliche Parade. Aber im Großen und Ganzen war Real Madrid dominant, die bessere Mannschaft. Hätte Madrid die Chancen genutzt, Franco Mastantuono in diesem Fall, wäre das ein noch ungefährdeter Sieg geworden. Ja, im Großen und Ganzen würde ich vorschlagen, schauen wir uns erstmal die Aufstellung an, die Xabi Alonso gewählt hat. Und für diese Aufstellung habe ich absoluten Respekt. Diese Aufstellung hat klargemacht, Xabi Alonso hat der Presse, der Kabine und jedem Madridista auf der Welt klargemacht, ich bin hier der Boss. Ich entscheide, wer spielt und wer nicht. In der spanischen Presse hieß es schon, ein Bellingham wechselt sich selber ein, wenn er wieder fit ist, spielt er. Ein Camavinga wechselt sich selber ein, ein Rodrigo wird für einen Vini spielen, ein Fede Valverde wird auf keinen Fall rechten Verteidiger machen und Xabi Alonso hat der Fußballwelt und jedem anderen bewiesen, er ist der Trainer, die Spieler spielen da, wo er es will. Meiner Meinung nach hat er eine sehr gute Aufstellung gewählt. Fede Valverde, rechter Verteidiger. Ich komme gleich zur Einzelbewertung, aber so viel kann ich schon verraten. Er hat das beste Spiel der Saison bisher gemacht auf der neuen Position. Innenverteidiger Militao, Dienhausen, linker Verteidiger Carreras. Im Doppel, auf der Doppel-6 Dani Ceballos und Tchouaméni. Das sagt schon einiges. Dani Ceballos hatte sich diesen Platz mit der Leistung in den letzten Spielen verdient.
Und ein Xabi Alonso hat gezeigt, bei mir zählt es nicht, wie du heißt, bei mir zählt es, wie du gerade drauf bist. Dani Ceballos hatte sich diesen Startelf-Einsatz verdient. Davor ein Arda Güler, unantastbar unter Xabi Alonso. Und dann da vorne die drei. Das ist, glaube ich, so die einzige Reihe, die eigentlich immer wieder sich wiederholt. Vini Junior, Kylian Mbappé und Franco Mastantuono. Ja. Und dann ist das Spiel gestartet. Die ersten 15, 20 Minuten waren ein bisschen lethargisch. Aber man darf nicht immer nur Real Madrid kritisieren, man muss auch mal den Gegnern Respekt zollen. Villarreal hatte bis gestern in 7 La Liga-Spielen nur 5 Tore kassiert. Die haben einen sehr starken defensiven Block, sind aggressiv in den Zweikämpfen. Man hat gesehen, ein Marcelinho hat die Mannschaft auf Real Madrid vorbereitet. Der Spieler, der das wohl am meisten gespürt hat, war Arda Güler. Villarreal wusste ganz genau, die Waffe Nummer 1 von Real Madrid ist der junge Türke. Und sobald er in der Nähe vom Ball war, waren direkt 2 Spieler auf ihm drauf. Irgendwie ist das auch sehr viel Respekt und zeigt, was für eine tolle Leistung Arda Güler über die letzten Wochen gebracht hat. Aber dadurch, dass er ausgeschaltet wurde, ist natürlich der Angriffsmotor von Real Madrid so ein bisschen ins Stocken gekommen. Trotz alledem hat Real Madrid immer wieder Chancen kreiert. Kylian Mbappé hatte gestern keinen guten Tag, muss man so sagen, keinen guten Abend. Trotzdem in einer wunderschönen Aktion spielt er den Ball quer. Franco Mastantuono muss quasi aufs leere Tor das Tor machen, schießt die Kniespitze des Innenverteidigers an, der Ball prallt raus. Ja, und danach muss man auch sagen, Villarreal ist immer selbstbewusster geworden, immer mehr ins Spiel gekommen. Das Spiel wurde etwas ausgeglichener, wobei Real Madrid trotzdem die bessere Mannschaft war. Ja, und das sehe nicht nur ich so. Schauen wir uns auch mal die Statistik an. Die Statistik ist nach dem Spiel. Die erklärt auch, warum dieser Sieg hoch verdient war. 3,5, also erstmal 70% Ballbesitz Real Madrid zu 30, 3,5 erwartete Tore von Real Madrid, Villarreal ein erwartetes Tor, Pässe, etc., gefährliche Torsituationen, Torabschlüsse, in jeder Bilanz war Real Madrid klar besser. Ja, und wenn ein Spieler, wie ich es eben schon erwähnt habe, diesen Sieg zu verantworten hat, dann ist das in diesem Fall Vini Junior. Schon in der ersten Halbzeit war er der Spieler, der unermüdlich für Gefahr gesorgt hat. Wie oft er bis zur Grundlinie gekommen ist, den Ball zurückgelegt hat. Ein Vini Junior, du kannst als Offensivspieler nicht so sehr beeinflussen, wie viel Glück du am Ende hast oder wie am Ende deine Aktion funktioniert. Aber er hat nicht aufgehört zu arbeiten. Hat auch früh die erste gelbe Karte gegen Mourinho rausgeholt. Mourinho hätte schon in der ersten Halbzeit ganz klar gelb-rot sehen müssen. Denn ein Kylian Mbappé wurde in einer Kontersituation sowas von ihm heruntergerissen. Und das ist nun mal eine ganz klare gelbe Karte. Darüber möchte aber heute keiner reden. Die Presse möchte lieber einen Skandal erfinden. Wenn es einen Skandal gab, gab es ihn gegen Real Madrid, aber dazu kommen wir später. Naja, wie dem auch sei, in der zweiten Halbzeit hatten Vini Junior da weitergemacht, wo er in der ersten aufgehört hat, und er arbeitet sich das 1:0 quasi ganz alleine. Seitenwechsel von Militao, Kylian Mbappé verlängert den Ball mit dem Kopf, Vini Junior steht mit dem Ball an der Eckfahne. Was soll er denn da machen? Ja, das 1:0. Und zwar, weil er Vini Junior heißt. Er zieht unermüdlich in die Mitte, schießt den Ball, der wird abgefälscht, geht in die kurze Ecke. Dieses Tor hat Vini Junior sich erarbeitet, verdient. Das war das Glück des Tüchtigen. Tolles Tor vom Brasilianer und es hat mich enorm für ihn gefreut. Dann ging das Spiel weiter und Real Madrid war weiter dominant. Irgendwann kommt dann das 2:0 durch einen ganz klaren Elfmeter. Wer euch da versucht, was anderes zu erzählen, hat keine Ahnung vom Fußball. Nur weil Vini Junior so oft diesen klaren Elfmeter nicht bekommen hat, danke an die Negreira-Schiris, heißt es nicht, dass das kein Elfer ist. Das ist ein klarer Elfer, der zieht vorbei. Der Rafa Marin, der übrigens aus der Jugend von Real Madrid kommt, haut ihn ganz klar auf den Oberschenkel, Elfmeter. Und dann kam eine Szene, die mich überhaupt nicht freut und die ich so auch nicht wiedersehen möchte. Wir haben einen ganz klaren Elfmeterschützen in dieser Saison, und zwar Kylian Mbappé. Mit einer 100% Quote, mit einer Souveränität. Das darf sich nicht ändern. Ich möchte nicht wieder den gleichen Hickhack haben wie letztes Jahr unter Ancelotti. Mal schieß ich, mal schieß du, dann verschieß ich oder was auch immer. Ich meine, die Geste von Kylian Mbappé finde ich sehr schön. Er gibt Vini Junior den Ball, um ihm klarzumachen, du bist heute der Mann, du hast das Spiel heute entschieden. Bei uns gibt es kein Ego-Problem. Also sollte jemand nochmal sagen, es gibt ein Problem zwischen Mbappé und Vini, soll er sich dieses Spiel anschauen. Obwohl Kylian Mbappé noch kein Tor gemacht hat,
gibt er diesen Elfmeter an Vini Junior. Ich feiere es nicht. Vini Junior hat den Elfer auch mit mehr Glück als Verstand reingemacht, muss man sagen. Der Torwart von Villarreal war sehr nah dran. Im Endeffekt war das 2:0, aber verdient. Danach kam Jude Bellingham rein und macht in seinen ersten 2 Aktionen fast 2 Tore. Also es muss schon 3:0 oder 4:0 kann es stehen. Ja, und wie es beim Fußball so ist, machst du die Dinger vorne nicht, kassierst du sie hinten. Jetzt muss ich 2 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, ja. Nein, Mikau Daze. Was ist das bitte für ein unglaublicher Fußballer, den Villarreal da geholt hat? Also ich glaube 31 Millionen von Lyon, wenn ich mich nicht täusche. Und gestern hat man gesehen, warum dieser Stürmer so viel wert ist. Ein toller Schuss zum 2:1. Unhaltbar, obwohl ein Militao vor ihm stand. Ein Dienhausen, der findet trotzdem die Lücke in den Pfosten rein. Thibaut Courtois kann nichts machen. Und auf einmal musst du als Madrid-Fan zittern. Ein Spiel, was du vorher schon klar führen musst. Das ist so die einzige Kritik an Real Madrid mal wieder. Ja, die Effizienz vom Tor, da muss Real Madrid sich steigern, dann brauchst du bei solchen Spielen gar nicht zittern. Ja, dann kam eine Szene, die für Polemik gesorgt hat, und zwar die gelb-rote Karte für Villarreal. Wenn ihr mich fragt, der Mourinho darf schon vorher lange nicht mehr auf dem Platz stehen. In Spanien sagt man, der hat Tickets gekauft für seine zweite gelbe Karte, denn nach der ersten gelben Karte hat er mindestens noch 3 oder 4 andere Fouls gemacht. Der Schiri hat immer noch ein Auge zugedrückt und diesmal war es dem Schiri einfach einer too much. Wenn man nur die Aktion betrachtet, ist das für mich zu wenig für eine gelb-rote Karte. Wenn man nur sieht, der streckt den Arm raus, das ist zu wenig. Aber wenn man Foul 1, 2, 3, wie der Kylian Mbappé am Konter unterbricht, wenn man das alles summiert, dann hat der Spieler nun mal irgendwann selber Schuld, wenn der Schiri sagt, so, jetzt reicht es mir, das ist eine gelb-rote Karte. Also über die gelb-rote Karte kann sich kein Villarreal-Fan beschweren. Der Spieler Mourinho hatte sich mehr als genug dafür beworben. Ja, dann hat Real Madrid den Platz ausgenutzt. Jude Bellingham mit einer unglaublich tollen Balleroberung spielt den Ball auf Mbappé. Mbappé wieder mal uneigennützig, obwohl er noch kein Tor gemacht hat, spielt den Ball auf Brahim und Brahim denkt sich, du bist uneigennützig, pass mal auf, mein Freund. Legt den Ball nochmal zurück, Kylian Mbappé schießt den Ball ins leere Tor und die Mannschaft feiert. Und Kylian Mbappé hat hiermit einen Rekord von Cristiano Ronaldo eingestellt. Er ist der Spieler, der am schnellsten auf die 40 Tore in La Liga kommt, mit den gleichen Spielen wie ein Cristiano Ronaldo. Beide unglaublichen Wunderstürmer haben für ihre ersten 40 Tore in La Liga 42 Spiele gebraucht. Also, wenn du dir einen Rekord teilen möchtest, dann mit The GOAT, mit Cristiano Ronaldo. Ja, und damit war das Spiel dann auch entschieden. Die Mannschaft hat gefeiert, hat den Stiefel dann souverän gegen Villarreal runtergespielt. Ja, und dann wollte ich noch mal etwas zum Schiedsrichter sagen. Ich habe in der Halbzeit noch gesagt, danke übrigens für die ganzen Live-Zuschauer bei meinem Watch-Along. Durchgehend immer über 400 Leute, im Peak sogar über 500. Ihr seid verrückt. Was, eine tolle Stimmung, sehr viel Spaß. Danke für die Unterstützung. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Aber ich habe in der Halbzeit noch gesagt, der Schiri macht einen guten Job. Und ihr könnt euch gerne die erste Halbzeit angucken. Da war keine Szene, wo man denkt, der Schiedsrichter hat Real Madrid bevorzugt. Das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen einfach nur einen fairen Schiri, der genau auf beiden Seiten das pfeift, was er sieht, was er pfeifen muss. Also ich war in der Halbzeit noch zufrieden, aber ich glaube, der Schiedsrichter hat in der Halbzeit gemerkt, oh, was ist das? Ich könnte ein gutes Spiel pfeifen. Und dann hat er selber Panik bekommen. In der zweiten Halbzeit hat er gefühlt alles falsch gepfiffen, was man falsch pfeifen konnte. Wie gesagt, die gelbe Karte, die hätte er wesentlich früher geben müssen, die meine ich gar nicht. Aber Eduardo Camavinga wird am 16er gefoult. Der Schiedsrichter lässt den Vorteil laufen und dann wird Vini Junior vom Torwart komplett von den Beinen geholt. Ein 100%iger Elfer. Und weil der Schiedsrichter überfordert war mit dieser Szene, dass er ja Vorteil gegeben hat und Vini Junior hatte sich einfach für Abstoß entschieden. Ihm war das zu viel. Er hat gesagt, nee, weiß ich nicht, Abstoß. Ja, und wo war das VAR? Waren die gerade Siesta am Machen oder was war da los? Wie kann das VAR sich bitte bei dem Elfmeter nicht einmischen? Also schon absolut lächerlich. Der Elfmeter war noch klarer als der Elfmeter, den Vini vorher schon bekommen hat. Ja, und um den Ganzen noch die Krone draufzusetzen in der letzten Minute oder was auch immer, nur weil das Spiel schon entschieden ist, müssen die Schiedsrichter trotzdem ihren Job machen. Ein Rodrigo wird ganz klar im 16er gefoult, wieder von Rafa Marin. Und das VAR und der Schiedsrichter entscheiden sich Arbeitsverweigerung.
Nee, wir pfeifen den einfach nicht, obwohl der glasklar ist. Also im Endeffekt, wieder 2 glasklare Elfmeter, die Real Madrid nicht gekriegt hat, die tun heute vielleicht nicht so sehr weh, weil du trotzdem 3-1 gewonnen hast. Aber wie gesagt, das ist eigentlich skandalös, dass weder der Schiri noch das VAR da ihren Job machen. Ja, im Großen und Ganzen muss man aber sagen, ich habe euch die Statistik gezeigt, Real Madrid hat dieses Spiel souverän gewonnen. Es hat mich vor allem gefreut für einen Vini Junior, er brauchte mal wieder so ein Spiel. Wenn ein Xabi Alonso das auch noch schafft, zunächst einmal, danke Xabi Alonso, dass du nicht nach Namen aufstellst, sondern nach Leistung. Und wenn ein Xabi Alonso noch schafft, dass wir den Vini Junior wiederkriegen, den wir vor 2 Jahren in der Mannschaft hatten, dann ist dieses Real Madrid auf einem anderen Level. Ja, das waren die Einzelheiten zum Spiel und jetzt kommen wir zur Spielerbewertung. Thibaut Courtois hat das gemacht, was ein Real Madrid-Torwart machen muss. Du wirst als Real Madrid-Torwart nicht häufig gebraucht, aber wenn du gebraucht wirst, ist es meistens eine heikle Situation. Das war eine 1:1 Situation in der 20., 25. Minute. Irgendwann lief der Stürmer von Villarreal auf ihn zu. Thibaut Courtois, die Nerven bewahrt, ist nicht auf die Körpertäuschung reingefallen, hat den Ball stark gehalten. Es wäre gegen Villarreal schwierig geworden, wenn wir 1:0 im Rückstand gelegen hätten. Die Außenverteidiger, fangen wir mit Fede Valverde an. Mir kann keiner erzählen, dass das kein rechter Verteidiger ist. Wer ist Cafu? Also was für ein Spiel wieder von Fede Valverde. Fede Valverde hat in der Pressekonferenz gesagt, ich denke, ich hatte Glück als rechter Verteidiger. Nein, mein Freund, du bist geboren, um rechter Verteidiger zu sein, auch wenn du das noch nicht wahrhaben willst. Tolles Spiel vom Uruguayer. Alvaro Carreras hat mir nicht so gut gefallen wie in den ersten Saisonspielen, aber deutlich besser als gegen Atletico Madrid. Das gleiche gilt für die Innenverteidigung. Die hatten gestern mit Villarreal eine ganze Menge zu tun, haben im Großen und Ganzen einen tollen Job gemacht, haben eine 100%ige Torchance zugelassen. Beim Tor standen sie beide da muss man sich einfach den Hut ziehen vor Mikko Daze. Im Mittelfeld, ein Dani Ceballos und ein Tchouaméni waren okay. Alle drei, muss man sagen. Auch ein Arda Güler würde ich damit in den Topf nehmen. Alle drei waren okay. Keiner von denen war jetzt überragend. Keiner von denen war schlecht. Im Gegenteil, der junge Türke musste mit einer extremen Manndeckung kämpfen. Das hat Real Madrid gespürt. Aber das Mittelfeld der Job war okay. Dann über Außen Vini Junior und Mastantuono. Und da muss man natürlich einen Vini Junior heute hervorheben. Ich glaube, ich habe alles über ihn gesagt. Sofascore hat ihm eine 9,8. Meiner Meinung nach hätte er auch eine 10,0 kriegen müssen. Dieses Spiel hat Vini Junior gestern alleine gewonnen. Kylian Mbappé gestern nicht so glücklich, muss man sagen, hat nicht viel geklappt. Und trotzdem, wenn er so ein Egoist wäre, wie viele behaupten, dann macht er gestern 2 Tore, weil den Elfmeter schießt er selber. Und bricht sogar den Rekord von Cristiano. Nee, das wäre immer noch nach 42 Spielen gewesen. Na, wie dem auch sei, ihr wisst, was ich meine. Franco Mastantuono. Wenn man diesen Jungen nur bewerten möchte, nach Toren und Assists, dann kann man sagen, keine gute Leistung. Aber wenn man die Arbeitsintensität, die Rate sieht, wie oft er hinten den Ball erobert hat, vor dem Abschluss, wenn der da auch noch anfängt zu treffen, dann wird er noch unverzichtbarer für Xabi Alonso. Zurzeit, muss ich sagen, ist das wahrscheinlich der Spieler, der auf dem wackeligsten Stuhl sitzt, wenn ein Jude Bellingham zurückkommt. Denn lasst uns kurz über die Einwechselspieler reden. Jude Bellingham und Camavinga haben uns eine tolle halbe Stunde geschenkt. Man hat richtig gemerkt, als ein Camavinga und ein Bellingham, dieses Duo im Mittelfeld reingekommen ist, für ein Dani Ceballos und ein Arda Güler, da hat Real Madrid Kontrolle verloren, das muss man so sagen, aber Vertikalität gewonnen. Dann war es nicht mehr ein kontrolliertes, wir bringen das Spiel sauber nach Hause, sondern ein Rock'n'Roll Real Madrid. Vorne, hinten. Und in der Regel, wenn Real Madrid vorne, hinten spielt, hat Madrid mehr Qualität als der Gegner. Aber ich glaube, viele Fußballtrainer haben lieber mehr Kontrolle. Trotzdem, tolles Spiel von Camavinga, tolles Spiel von Bellingham. Mit Abstand die beste halbe Stunde, seit er wieder bei Real Madrid, seit seiner Schulter-OP. Und ich glaube, wir werden einen Jude Bellingham sehr nötig haben nach der Länderspielpause in 2 Wochen, wenn wir dann wirklich die absoluten Spitzenspiele auf uns warten. Jude Bellingham, seine Präsenz in der Box, seine Dynamik, wie der die Meter frisst mit seiner riesen Übersetzung. Dieser Engländer wird Real Madrid, genau wie ein guter Vini, auf ein anderes Niveau heben. Ja, ansonsten, Brahim hat mir auch tatsächlich gut gefallen. Rodrigo war okay, hat aber einen klaren Elfer rausgeholt. Dann würden wir auch wieder über eine tolle Leistung des Brasilianers reden. Ja, im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der ganzen Mannschaft. Aber ein Spieler sticht gestern über allem heraus.
Und zwar Vini Junior. Ja, das ist meine Einschätzung zum Spiel. Was du über meine Einschätzung zu sagen hast, lass das bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, weißt du, was ich jetzt sage. Liken, teilen und hypen, hypen, hypen. Lass ein Follow da, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!